Wir können uns nicht mehr sehen. Was? Lydia hat mir erklärt, dass sie keinen Kontakt mehr zu mir wünschte. Das kann ich nur erfüllen, wenn wir uns beide nicht mehr sehen. Nein, das müssen wir anders regeln. Sie muss davon ja nichts mitbekommen. Ich werde meine Tochter nie wieder hintergehen. Ich wüsste nicht, was mir zu dieser Einsicht verhelfen sollte. Erleichterung. Oder willst du morgen in der Zeitung lesen, dass du schuldig bist? Schuldig des Mordes an deinem Bruder. Ansgar will mich in der Klatschpresse als Mörderin darstellen. Ich glaub dir kein Wort. Oh doch. Und ausgerechnet du warnst mich? Ob ihm das gefallen wird? Wahrscheinlich nicht. Warum solltest du das tun, mir zuliebe? Das kann ich nicht behaupten. Stimmt, ich vergaß. Du bist ja neuerdings zum Friedensengel mutiert. Tanja, verstehst du das denn nicht? Dieser Krieg zwischen dir und Ansgar, der schadet am Ende doch allen Beteiligten. Und außerdem habe ich satt, dass Ansgar mehr darüber nachdenkt, wie er dir schaden kann, als über unsere Beziehung. Ich verstehe. Du willst Ansgar für dich ganz allein. Und deshalb fällst du ihm in den Rücken? Das ist ja wohl nicht dein Problem. Ich habe keine Ahnung, was ihr beiden vorhabt, aber ich falle nicht drauf rein. Darum geht's mir auch nicht. Ich habe dich informiert. Und was du damit machst, ist deine Sache. Und? Mendelssohn. Bühnenmusik zu Shakespeares Sommernachtstraum. Richtig. Ja. Wagner. Treulich geführt. Lohengrin. Und mehr fällt dir dazu jetzt nicht ein. Ist das tatsächlich eine Art musikalische Frage? Ja, Moment. Das ist mein Heiratsantrag. Wenn hier einer auf die Knie geht, dann ja wohl ich. Mir ist es doch völlig egal, wer hier den Antrag macht. Ja. Ja? Ja? Ja. Ja? Ja. 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 Keine Ahnung, er hat mir versichert, die Stahlträger seien unterwegs. Ja Mensch, dann kümmern Sie sich doch darum. Ich melde mich später. Hallo? Hallo.
Oh, was hast du vor? Na, wonach sieht's denn aus? Ich habe dich über die Schwelle getragen. Ja, ist das nicht noch ein bisschen früh? Ich würde sagen, Übung macht den Meister, oder? Mehr üben wir aber nicht, dass das klar ist. Am liebsten würde ich in die ganze Welt hinausschreien. Ganz gerne. Diese... Gott, nochmal, was ist denn mit euch los? Seid ihr vom wilden Affen gebissen? Ich nicht, aber der hier. Aber nur weil... Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, richtig, Gewinneinbruch, letztes Quartal. Ja, das war zu erwarten. Dann lassen Sie sich was einfallen. Dafür sind Sie schließlich angestellt. Ja. Das muss doch nicht Ansgar als Erster erfahren, was wir vorhaben. Na, wer denn dann? Gute Frage. Also, wenn es nach mir ginge. Ich glaube, du hast recht. Die Gemütlichkeit ist noch früh genug vorbei. Wenn unser Clan hier erstmal Wind von unseren Plänen bekommt, dann... Und ich finde, zu zweit kann man eigentlich auch ganz nett feiern. So, jetzt kannst du mich hochtragen. Endlich. Warum ich ihren Namen will? Weil ich ihrer Chefin einen Namen nennen muss, wenn ich ihr sage, dass ich nicht zu ihr durchgekommen bin. Ja, auch während einer Konferenz. Schätzchen, wollen Sie Sekretärin bleiben oder sich künftig lieber um sanitäre Anlagen kümmern? Sehen Sie, geht doch. Frau Kaster, mein Mann hat mir erzählt, Sie planen eine Homestory über mich. Ja, selbstverständlich stehe ich Ihnen zur Verfügung. Ich, eine schwierige Kindheit. Oh Gott, wie kommen Sie denn darauf? Hören Sie, ein Gestüt ist ein Paradies für junge Mädchen. Das sind ja Horrorgeschichten. Also, ich fürchte mal, mein Mann hat sich einen Scherz mit Ihnen erlaubt. Wissen Sie, sein Humor ist manchmal wirklich gewöhnungsbedürftig. Nein, da ist absolut nichts dran. Ich warne Sie. Haben Sie irgendwelche Beweise für diese absurden Behauptungen? Nein, jetzt hören Sie mir mal zu. Wenn Sie auch nur eine Zeile davon drucken, dann werde ich meine Anwälte einschalten. Einstweilige Verfügung, Unterlassungsklage, Schmerzensgeld. Ganz recht, meine Liebe. Es liegt an Ihnen. Sie machen einen großen Fehler, wenn Sie sich mit mir anlegen. Der Architekt hat doch mal verhandelt. Jetzt sollen wir doch wieder die Wände einreißen zwischen Esszimmer und Küche, Stahlträger einziehen. Ja, mir hat's die Sprache auch verschlagen. Ich weiß gar nicht, wie man unter solchen Umständen Termine einhalten soll. Matthias. Wie konnte es nur so weit kommen? Kannst du mir das erklären? Du kennst doch den Architekten. Nein, ich meine Katja. 25 Jahre kennen wir uns schon. Wir haben 3 Kinder und jetzt können wir nicht mal mehr ein vernünftiges Gespräch miteinander führen. Was denn, ihr habt euch gesehen? Schon das Einzige, was man darüber erzählen kann. Wie lange soll das noch so gehen? Liegt jetzt nur an euch. Ich weiß, aber Lydia. Matthias, jetzt ruf Katja an. Frau Schneider, Xavier will Sie dringend in der Küche sprechen. Ja, nicht jetzt, Linda, ja? Hallo. Hallo. Na, du hast da reichlich Babysachen eingekauft. Ne? Ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen. Warum hast du mich hier gebeten? Ach so, ja. Was für dich? Danke. Schon eine Wohnung gefunden? Nein, ich habe mich noch nicht entschieden. Sonst? Alles in Ordnung. Bummeln, Freunde treffen und jetzt der Geburtsvorbereitungskurs. Die Hebamme hat nach dir gefragt. Na, die hält mich wahrscheinlich sowieso für einen Rabenvater. Egal. Viel wichtiger ist, wie geht's dir? Alles in Ordnung. Wirklich? Hi, du bist ja so gut gelaunt. Was ist los?
Leonard und ich, wir wollen demnächst wieder vierhändig Klavier spielen. Ja, er hat mich überredet, wieder mit dem Üben anzufangen. Ich weiß. Und ich find's toll. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich so lange ohne ausgehalten habe. Dann lass dich nicht aufhalten. Viel Spaß. Danke, den werde ich haben. Wünschen Sie, dass ich den Salon heute Nachmittag für einen Champagnerempfang vorbereiten lasse? Wieso sollte ich? Habe ich was verpasst? Ja, und nachts kriege ich kaum noch ein Auge zu. Da fängt jemand hier drin an, Party zu machen. Wird wahrscheinlich auch eine Nachtschwärmerin, wie du damals. Von mir aus, aber muss sie schon so früh anfangen? Du weißt, du kannst jederzeit mich anrufen, wenn du jemanden brauchst. Kann ich noch etwas Gutes für dich tun? Eine heiße Schokolade vielleicht? Ja, danke. Und eine Portion Zitronensorbet. Mit Sardellen? Nein, danke. Nur eine Portion Zitronensorbet. Gerne. Dass du dich noch daran erinnern kannst. Diese Geschmacksverwirrung hattest du bei jeder Schwangerschaft. Und erinnerst du dich noch, dass unser Dinner am alten Bootshafen? Der Wirt hat sich strikt geweigert, dir diesen Wunsch zu erfüllen, weil er Angst hatte, die Gäste zu vergraulen. Genau, und bis du ihm erklärt hast, wie wichtig Eiweiß und Phosphor in den Sardellen für die Entwicklung von Kindern sind. Die nur in Verbindung mit den Vitaminen aus dem Sorbet aufgenommen werden können. Genau. Woher wusstest du das eigentlich? Woher? Das habe ich erfunden. Kannst du nicht anklopfen? Wenn ich mit meinem Ehemann sprechen möchte? Falls du mir natürlich verkünden möchtest, dass du hier verschwindest, habe ich gern Zeit für dich. Ach, Ansgar, Menschenkenntnis war irgendwie noch nie deine Stärke. Du machst es dir nur unnötig schwer, Tanja. Deine Drohungen bringen dir nichts. Ich bin dir einen Schritt voraus. Und dann laufen dir auch noch die Verbündeten weg. Das ist wirklich bitter. Ach was. Ich war vorhin in der Redaktion von Glanz und Gloria. Sie waren ganz heiß auf eine Home-Story von mir. Leider musste ich ihre Erwartungen in das angekündigte Material dämpfen. Und wie so Pressefuzis so sind, sie wollen den Artikel nicht mehr. Wer hat dir davon erzählt? Wovon? Ach komm schon, jetzt tu nicht so. Ach, du meinst das Material. Natalie war so nett. Schwachsinn. Stimmt, Schwachsinn. Sowas würde sie natürlich nie tun. Oder vielleicht doch. Vorsicht, Straße. Ich glaube, heute lasse ich das Abendessen mal ausfallen. So viel Sardellen würden mir auch schwer im Magen liegen. So, um die Ecke ist mein Hotel. Ah ja. Ich bin wirklich froh, dich wiedergesehen zu haben. Das können wir ja wiederholen. Was für die Kleine kaufen. Matthias, wir waren uns doch einig. Du warst dir einig. Ich habe in Lydias Leben schon genug zerstört. Ich will nicht auch noch daran schuld sein, dass euer Verhältnis zerbricht. Katja, das ist doch Quatsch. Es ist besser so. Für uns alle. Mach's gut. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich musste noch was vorbereiten. Für später. Was denn? Schließ deine Augen, dann verrate ich's dir. Du kannst die Augen aufmachen. Leonard, die ist einfach unfassbar schön. Mein Vater hat sie meiner Mutter damals zur Verlobung geschenkt und ich möchte, dass du sie jetzt trägst. Danke.
Aber glaubt man nicht, dass ich mich so leicht ablenken lasse? Wie ablenken? Ja, heute Abend. Ach ja, ich habe mir gedacht, wir müssen unsere Verlobung natürlich in einem gewissen Rahmen feiern. Und da hier auf Königsbrunn niemand etwas mitbekommen soll, habe ich mir gedacht, ich führe dich aus. Wohin denn? Lass mir die kleine Überraschung, okay? Okay. Das ist doch Schwachsinn. Nathalie würde sowas niemals tun. Gib doch zu, dass du sie belauscht hast. Ja, ich habe sie belauscht. Ja, wahrscheinlich hat sie sich gerade mit Elisabeth darüber unterhalten. Du hast das mitgekriegt und hast den Umschlag an dich genommen, stimmt's? So wird's wohl gewesen sein. Ach, Ansgar, ich gebe mir wirklich Mühe, aber du scheinst mir nicht zu glauben. Soll ich es noch mal versuchen? Ich kann's auch aus dir rausprügeln. Wieder mit dem Gürtel? Nur zu. Oder sperrst du mich zur Abwechslung mal in den Keller, jetzt wo du weißt, dass ich als Kind Angst davor hatte? Du überschätzt deine Möglichkeiten total, Ansgar, und deine Verbündeten. Und du hältst jetzt verdammt noch mal endlich den Mund. Was ist denn hier los? Nathalie. Warum? Armer Ansgar. Du verschwindest jetzt besser, Tanja. Ich lasse dich wirklich nur ungern mit ihm allein. Er neigt im Augenblick etwas zu Gewaltausbrüchen. Besser, du gehst jetzt. So, Wetter, was? Oh, hast noch Schwein gehabt. Jetzt geht's erst richtig los. Jetzt ein Teilchen? Nein, danke. Nein. Ich habe ewig hinter dem Statiker her telefoniert, wegen der Stahlträger. Aber ich konnte wenigstens einen Termin für morgen vereinbaren. Den Blick kenne ich. Meine Kinder hatten den, wenn sie total verknallt waren. Ich muss noch mal los. Dad? Nimm doch wenigstens einen Schirm mit! Und? Fühlst du dich jetzt besser, nachdem du mir den Dolch in den Rücken gestoßen hast? Oh, auf einmal so pathetisch. Du machst dich doch sonst nur darüber lustig. Warum hast du denn nicht vorher mit mir darüber geredet? Sag mal, soll das ein Witz sein? Ich rede seit Wochen von nichts anderem. Vielleicht solltest du mir einfach mal zuhören. Ich will Tanja auch loswerden, aber nicht mit solchen Methoden. Sicher, mit Freundschaftsangeboten und Streichleinheiten. Die lacht dich doch aus. Hast du mit deinen ganzen Racheplänen denn bis jetzt irgendwas erreicht? Das ist doch ein Teufelskreis. Je mehr du Tanja demütigst, desto wilder schlägt sie um sich. Ich hatte sie endlich in der Ecke, in der ich sie haben wollte. Weißt du, wie lange ich darauf gewartet habe? Ansgar, dieses Prinzip Auge um Auge führt nur dazu, dass irgendwann alle blind herumlaufen. Gott, aus welchem Kalenderblatt hast du denn diesen blöden Spruch? Blöd? Dass ich immer wieder deinen Beteuerungen geglaubt habe, das war blöd. Wohin? Gib mir wenigstens einen kleinen Tipp. Okay, was hältst du von einem kleinen Restaurant am Rhein? Nur für uns beide allein. Das ist aber fein. Genau davon habe ich geträumt. Darf ich Sie bitten, mir zu folgen? Nein, ich fürchte, das dürfen Sie nicht. Wir haben es eilig. Oh, einen kleinen Moment. Überraschung! Liebe Sarah, lieber Leonard, wir gratulieren euch von ganzem Herzen zu eurer Verlobung. Wir alle haben uns sehr gefreut, dass ihr endlich zueinander gefunden habt. Das war nach den ganzen Schicksalsschlägen ja keine Selbstverständlichkeit. Ja, umso mehr möchte ich im Namen der ganzen Familie betonen. Ihr beide, ihr gehört zusammen. Und ihr habt es wirklich verdient, endlich glücklich zu sein. Ja, ich könnte jetzt noch eine ganz lange Rede halten, aber das will ich uns allen ersparen. Und darum... Danke. Auf die Liebe. Auf euch. Auf euch. Auf euch.
Ich freue mich so für euch. Danke. Danke. Aber woher wusstet ihr das eigentlich? Ihr wisst ja, in diesem Gebäude haben die Wände Ohren. Du. Darf ich reinkommen? Du bist ja nass bis auf die Haut. Ja, ich war gerade auf der Baustelle. Da wurde ich vom Gewitter überrascht und ja, ich habe mir gedacht, ich kann mich bei dir unterstellen. Dann raus aus den Klamotten, die du dir was holst. Um ehrlich zu sein, ich war zu Hause, als das Gewitter begann. Ich bin den ganzen Weg hierher gerannt. Ich habe den Regen gar nicht gespürt. Weil ich meine Frau vermisse. Weil ich ohne sie nicht klarkomme. Weil ich sie wiederhaben möchte. Wir müssen vernünftig sein. Wir waren lange genug vernünftig. Ja. Das interessiert mich doch einen Dreck. Soll das ein Witz sein? Sie lassen sich jetzt was einfallen. Sie wissen ganz genau, was zu tun ist. Vollidiot. Wenn's dicke kommt, dann so richtig, was? Ach, halt du dich doch da raus, Tanja. Oh, mein armer Gatte. Sag mal, wieso feierst du eigentlich nicht mit deiner Familie die Verlobung deines Lieblingsbruders? Ach stimmt, da vermisst dich ja keiner. Armer, einsamer Ansgar. Ach, weißt du was, Tanja? Ich komm schon damit zurecht. Ganz im Gegensatz zu dir. Spinnst du? Sehr witzig, Ansgar. Jetzt mach die Türe auf. Na, erinnert dich der Keller an irgendwas? Das böse kleine Mädchen bleibt jetzt so lange da drin, bis es wieder artig ist. Lässt mich jetzt sofort hier raus, hast du gehört? Ja, schrei nur, Tanja. Hier hört dich sowieso niemand.